Nach einem anstrengenden Übetag, nach einem anstrengenden Konzert ist es immer sinnvoll, sich auf jeden Fall wieder locker zu machen. Das heißt, wir nehmen hier Töne unterhalb von C1 und spielen die im Mezzo Piano, eher noch weniger Piano- oder Pianissimo-Bereich. Das heißt, wir lassen locker die Luft fließen, ohne dass eben zu viel Luftdruck bzw. Druck von Mundstück gegen die Lippen passiert, damit eben alles sich weich und locker ausschwingen kann. Ansonsten hätten wir wieder Belastung und das wäre kontraproduktiv. Deswegen hier unbedingt immer darauf achten, dass man das so weich, so locker wie nur möglich gestaltet, damit man sich eben wieder gut regenerieren kann. Das sind dann zum Beispiel Übungen wie ich habe kaum Kontakt, beziehungsweise der Kontakt von Lippenmaterial, Muskulatur eben zu unserem Mundstück ist so weich wie möglich. Wenn ich das jetzt ohne Mundstück machen würde, wäre es so. Also absolut locker. Natürlich sind die Lippen zusammen und im Mundstück. Und dementsprechend kann man natürlich dann auch Töne spielen. Aber insgesamt ist es unglaublich leise und relaxed. Und du merkst auch während dem Spielen, das tut gut. Und so muss es sein, wenn man sich eben locker macht. Also letztendlich Geläufigkeitsübungen unterhalb von C1. Gerne auch langsamer in Zeitlupe ausgehalten. Achte auf den Luftfluss und auf das Gefühl, wie es deiner Lippe, deiner Muskulatur eben gut tut. Gerne kannst du auch natürlich oben drüber gehen. Das heißt zum Beispiel bis G1 oder G2. Aber auch hier immer aufpassen. Dass alles so locker und leicht wie möglich ist. Wenn du jetzt nach oben gehst, wie zum Beispiel zum C2, dann auch hier aufpassen, dass die Luft die Arbeit macht. Also und wieder weniger eben, wenn es nach unten geht. Dann hast du auch nie das Gefühl, jetzt musst du dich nochmal anstrengen. Nein, ganz im Gegenteil. Du sagst, ich beschleunige die Luft und dann gehe ich wieder nach unten. Das heißt, ich habe ein kurzes Ausbrechen in die mittlere, hohe Lage und dann eben wieder nach unten. Und so kannst du immer versuchen, dann dein Lippenmaterial wieder schneller zum Regenerieren zu bringen, weil die Durchblutung gefördert wird, du Belastung wegnimmst und letztendlich immer auf diese Lockerheit achtest. Das ist wie nach einem anstrengenden Fußballspiel, nochmal seine Muskulatur ausschütteln, etwas lockern, locker machen und so weiter und so fort. Und dann hat man einfach ein gutes Gefühl und kann dann letztendlich seinen Feierabend vom Trompete-Spielen angehen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und schreib doch gerne in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert, welche Übungen du zum Cooldown nach dem Trompeten, nach einem anstrengenden Konzert machst. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.